Jahrelang suchten Wissenschaftler einen entlegenen Wald in Montana nach einem Tier ab, das besonders schwer zu finden ist. Kamerafallen ergaben keine eindeutigen Beweise und auch Experten konnten die Spuren nicht mit Sicherheit identifizieren. Aber seit einigen Jahrzehnten werden Methoden entwickelt, mit denen sich selbst äußerst scheue Arten aufspüren lassen. Im Jahr 2018 nahmen Wissenschaftler eine Probe auffälliger Schneespuren. Labortests lieferten eindeutige Ergebnisse. In dem Gebiet lebte tatsächlich der kanadische Luchs. Ohne die Katze gesehen zu haben, konnten die Forscher ihre Anwesenheit anhand von Umwelt-DNA oder eDNA nachweisen. Mit einer Technik namens Metabarcodierung können Forscher eine Probe aus der Umwelt nehmen und herausfinden, welche Organismen dort leben oder die Gegend passiert haben. Die Welt ist voller DNA. Sie ist überall, auf dem Boden, auf dem Meeresgrund und oben in den Wolken. Mehrzellige Organismen stoßen ständig Zellen ab. Aber bis vor kurzem war eDNA für uns nicht sehr nützlich. Herkömmliche wissenschaftliche Methoden konnten keine Umweltproben analysieren, die gemischtes Genmaterial mehrerer Arten enthielten. Aber DNA-Metabarcodierung kann das. Sobald DNA in die Umwelt gelangt, zersetzt sie sich. Zum Beispiel bleibt sie im Meer nur wenige Tage erhalten. Daher ist eDNA in vielerlei Hinsicht hilfreich für Aussagen über die jüngste Vergangenheit. Der Prozess der DNA-Metabarcodierung beginnt mit einer Umweltprobe wie einem Bodenkern, einem Fläschchen Wasser, Kot, einer Insektenfalle oder sogar Blut aus dem Magen eines Blutegels. Die Forscher sortieren dann alles außer der DNA aus, indem sie die Probe mischen und Enzyme verwenden, die zelluläre Proteine abbauen und DNA freisetzen, die sie dann reinigen. Das Ergebnis ist eine Suppe aus der gesamten DNA in der Probe. Anschließend kommt die Polymerase-Kettenreaktion oder PCR zum Einsatz, bei der künstliche DNA-Stränge, sogenannte Universal-Primer, verwendet werden. Diese Primer binden sich an DNA-Sequenzen, die bei allen Arten ähnlich sind, und vervielfältigen dann DNA-Barcodes, die artspezifisch sind. Die Hochdurchsatzsequenzierung liest dann Millionen dieser DNA-Fragmente gleichzeitig. Schließlich vergleichen Forscher sie mit Referenzdatenbanken und stellen fest, wie viele und welche Arten vorhanden sind. Oder ob sie ganz neue Arten gefunden haben. Diese Methode hat in den letzten 10 Jahren zur Entdeckung zehntausender Arten geführt. Metabarcodierung kann nicht nur sehr scheue Tiere wie den kanadischen Luchs aufspüren, sondern Wissenschaftlern auch helfen, invasive Arten zu identifizieren. Im Yosemite Park wurden durch eDNA invasive Ochsenfrösche aufgespürt und entfernt. Sobald es keine Spuren dieser Amphibien mehr gab, konnte der bedrohte einheimische kalifornische Rotbeinfrosch wieder angesiedelt werden, der etwa 50 Jahre zuvor aus dem Gebiet verschwunden war. Metabarcodierung kann auch zur Überwachung der Artenvielfalt eingesetzt werden. Zum Beispiel dauert die Kategorisierung aller Insekten in einem Hektar Regenwald oft Jahrzehnte. Doch DNA aus Insektenfallen könnte diese Ergebnisse in wenigen Monaten liefern. Eine Studie verglich Insekten aus angrenzenden Wäldern und Plantagen in der chinesischen Provinz Yunnan. Dabei stellte sich schnell heraus, dass Plantagen nicht nur weniger vielfältig waren, sondern dass die Abholzung ungleiche Auswirkungen auf die Insektengruppen hatte. Heuschrecken gediehen in gerodeten Gebieten. Spezialisierte Waldkäfer gingen zurück. Mit eDNA können Forscher komplexe Interaktionen im Ökosystem untersuchen. Man kann unmöglich tausende Insekten verfolgen, während sie Blumen besuchen. Forscher können aber die auf Blüten und Insekten hinterlassene DNA untersuchen, um Bestäubungsnetzwerke zu kartieren. Bevor wir über diese Techniken verfügten, wussten wir nicht genau, wie viel Bestäubung nachts stattfindet, da wir sie nicht beobachten konnten. Jetzt wissen Forscher, dass Motten wichtige nächtliche Bestäuber sind. eDNA kann sogar die Geschichte längst ausgestorbener Arten erzählen. Kalte, trockene und sauerstoffarme Bedingungen sind ideal für die Konservierung von genetischem Material. Bei Grabungen tief im arktischen Permafrostboden fanden Forscher 50.000 Jahre alte DNA, die sie mit den nährstoffreichen Pflanzen in den Mägen von Wollhaar-Mammuts abglichen.
Anhand der eDNA fanden sie auch heraus, dass sich in der letzten Eiszeit weniger nährstoffreiche Gräser in der arktischen Steppe ansiedelten, was möglicherweise zum Rückgang der Mammuts beitrug. Da uns eine weitere Phase des Klimawandels bevorsteht, diesmal aufgrund menschlicher Aktivitäten, ist das Verständnis der sich rasch verändernden biologischen Artenvielfalt entscheidend für deren Schutz. Zum Glück geben uns eDNA und Metabarcodierung die Möglichkeit, rasche Veränderungen in Echtzeit zu dokumentieren. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, so verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.